Entschuldigen Sie, aber ich habe mir Walnüsse notiert. Ich habe Haselnüsse gesagt. Ich werde doch wohl noch wissen, was ich gesagt habe. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Glaubt ihr, Mama kann es von da oben irgendwo sehen? Bestimmt. Ich wollte immer so gern fliegen können. Wisst ihr noch damals in Dänemark am Strand, als sie unbedingt beim Sturm den großen Flugdrachen ausprobieren wollte? Eine Windböe hob sie mindestens 2 Meter in die Luft. Und ich dachte, sie fliegt bis nach Island. Dann ist sie in den Sand gekracht. Man musste nur noch lachen. Ihr Lachen. Ich werde es so vermissen. Und wie sie einen mal in den Arm nahm, wenn es einem schlecht ging. Musste gar nichts sagen, sie hat's gespürt. Ich muss jetzt wirklich los. Lydia, wohin willst du? Bitte, lass mich einfach. Ich habe das Gefühl, ich kann machen, was ich will. Und egal wie sehr ich mich anstrenge, ist es immer falsch. Und dabei wollte ich nur alles perfekt machen für den Empfang der Prinzessin. Aber das weiß ich doch. Ja, du ja. Aber deine Halbschwester? Ich meine, die hält mich doch für völlig inkompetent. Und vielleicht hat sie damit auch gar nicht so Unrecht. Quatsch, das ist doch Unsinn. Ich möchte nur mal wissen, was sie gegen mich hat. Habe ich wirklich Walnüsse gesagt? Das habe ich jedenfalls auch so verstanden. Dann muss ich mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Der Fehler lag bei mir. Haben Sie alles mitbekommen? Ja, das ließ sich leider nicht vermeiden. Es ist nicht meine Art zu lauschen. Wir stehen alle unter großem Druck wegen des Empfangs. Ich meine, das soll keine Entschuldigung sein. Das, was passiert ist, tut mir wirklich aufrichtig leid. Sie hatten recht. Ich meine, diese Aufgabe ist wirklich anders als alles, was ich vorher gemacht habe. Und ich werde mir trotzdem alle Mühe geben, dass ich Ihnen keinen Grund mehr zur Beanstandung gebe. So, die beiden müssen noch dringend raus heute. In Ordnung, Graf Bernstein. Sagen Sie mal, was tun Sie da eigentlich? Das sind persönliche Dinge von Frau von Lahnstein, ihrer geschiedenen Frau. Ja, das sehe ich selbst. Hat sie Ihnen aufgetragen, ihr das zuzuschicken? Meine Ex-Frau hat hier nichts mehr zu sagen. Ist das klar? Jetzt bringen Sie diesen Kram in mein Büro. Sie wird Zeug doch selbst abholen. Willst du nicht auch lieber ins Bett gehen? An deiner Stelle könnte ich wahrscheinlich auch nicht schlafen. Kann ich dich wirklich so allein lassen? Hey, dann leg dich doch wenigstens ein bisschen hin. Danke. Du musst keine Angst haben. Du bist sehr stark, das weiß ich jetzt. Viel stärker als Matthias.
Bitte kümmere dich um ihn. Um deine kleine Schwester. Um deine chaotischen Brüder. Mama hätte ihr Baby ganz normal im Krankenhaus bekommen können. Dann wäre sie jetzt noch am Leben. Du hast ihr bei der Geburt geholfen. Ihr habt euch versöhnt. Ich musste mich ja mit ihr anlegen. Sie so aufregen, dass die Wehen einsetzen. Genau das hat euch wieder zusammengeführt. Wenn ich mich anders verhalten hätte, dann wäre sie jetzt noch am Leben. Es ist so, als ob ich sie umgebracht hätte. Verstehst du? Meinst du nicht, wir sollten doch noch mal bei Lydia vorbeischauen? Ja, das Gleiche habe ich auch gerade überlegt. Lass sie lieber erstmal in Frieden. Ja. Sie braucht erstmal Zeit für sich. Und glaub mir, wenn sie jemanden braucht, dann kommt sie schon zu euch. So ist sie. Es geht nicht nur um Katjas Tod. Sie gibt sich selbst die Schuld daran. Ach was, das ist doch Blödsinn. Ja, mach ihr das mal klar. Komm, trink einen Schluck. Danke. Aber wahrscheinlich hast du recht. Heute Abend können wir für sie sowieso nichts tun. Dann gute Nacht. Ja, Nacht zusammen. Schon damals war es sehr schwer ohne Katja. Aber da hatten wir noch die Hoffnung, dass sie auch zurückkommt. Und jetzt? Matthias, deine Familie bricht nicht auseinander. Not schweißt zusammen. Wie bisher immer auch. Du hast doch Lydia erlebt. Sie lässt niemanden an sich ran. Lydia will allein sein. Sie trauert. Sie macht sich Vorwürfe. Aber die Familie verlassen, sich abwenden. Lydia? Nein. Du spielst so spät noch? Willst du doch noch ein Konzert zu Ehren von Luise geben? Ich will nur so schnell wie möglich wieder fit werden. Und du? Arbeitest auch noch? Zu so später Stunde? Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Kann ich mir denken. Die Holding, Sophia, der Besuch der Prinzessin mit allem, was dazugehört. Unsere neue Verwalterin hat sich meinen Aussetzer sehr zu Herzen genommen, ich weiß. Sie kennt dich kaum. Aber ich glaube wirklich, sie versucht ihr Bestes. Ich weiß doch auch nicht, wie mir das passieren konnte. Ich gebe ihr eine falsche Information und dann gefährde ich auch noch Luises Gesundheit. Jeder macht mal einen Fehler. Erst recht, wenn man so viel um die Ohren hat wie du. Ich bin noch nicht perfekt. Aber ich hätte sie einfach nicht so angehen dürfen. Ist doch normalerweise gar nicht meine Art. Ja, normalerweise nicht. Ja, und wieso fahre ich dann sonst immer so schnell bei ihr aus der Haut? Jetzt gehst du genauso hart mit dir ins Gericht wie vorher mit ihr. Ja, immerhin sehr gerecht. Ach, jetzt komm, Carla. Du hast dich bei ihr entschuldigt, sie hat die Entschuldigung angenommen und dir verziehen. Jetzt leg dich einfach ins Bett und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja. Morgen. Erst erteilst du mir Hausverbot und dann lässt du ausrichten, ich soll meine Sachen persönlich abholen. Ja. Ich hatte meine Gründe. Unter deinen Sachen hier befinden sich vertrauliche Firmenunterlagen. Wolltest du die etwa zu Geld machen? Meinst du, nach unserer Trennung habe ich sowas nötig? Wenn ich dich nochmal bei der Industriespionage erwische, zeige ich dich an. Ansgar, was wäre das jetzt? Ein Rachezug? Wollen wir uns nicht lieber benehmen wie Erwachsene? Du kannst gehen. Allmählich solltest du doch ausreichend Erfahrung mit Trennung haben. Nur, dass es diesmal endgültig ist. Ja, und als nächstes kommt jetzt wahrscheinlich die Frage, ob wir nicht Freunde bleiben wollen. Wie? Aber gute Freunde lässt man eben nicht vom Sicherheitsdienst aus dem Zimmer werfen. Du wolltest die Trennung und du kriegst die Trennung. Aber du wirst dir noch wünschen, du hättest mich nie kennengelernt. Gib dir keine Mühe, das tue ich bereits.
Lydia? War sehr schlimm gestern. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil heute die ganze Nacht Licht bei dir gebrannt hat. Ich wollte erst klingeln, aber dann... Willst du einen Moment reinkommen? Ich muss einkaufen für die WG. Aber irgendwer muss sich um dich kümmern. Jens, ich hab dir schon mal gesagt, ich komme alleine klar. Also, bitte lass es in Zukunft. Heißt das, es ist endgültig aus zwischen uns? Ja, genau das. Es tut mir leid. Mir wird das Lachen auch noch vergehen, Nathalie. Morgen, Ansgar. Kannst du nicht anklopfen? Oh, soweit ich weiß, ist das immer noch Carlas Büro. Warum sollte ich also anklopfen, ohne dass sie hier ist? Sag mal, was fällt dir ein, Nathalie zu feuern? Dazu bist du überhaupt nicht in der Position. Ach, aber du bist in der Position, dich als Chefin aufzuspielen, oder wie? Sowas kannst du nicht ohne Carla entscheiden. Du überschreitest deine Kompetenzen. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Immerhin bin ich ein echter Lahnstein und Miteigentümer dieser Firma. Nur zu einem Viertel. Und das auch nur erpresst und erschlichen gegen den letzten Willen deines Vaters. Bist du jetzt fertig? Ich habe noch was anderes zu tun. Du glaubst doch wohl nicht etwa, dass du damit durchkommst, ohne dich vor Carla zu rechtfertigen. Sie leitet die Holding. Alte Hexe. Komm nicht zu spät. Heute Abend haben wir den letzten freien Abend für uns. Dafür bringt der Besuch der Prinzessin endlich mal wieder Leben in den alten Kasten hier. Und Farbe. Ja. Vorsicht mit den Blüten, bitte. Tschüss. Hoppla, das war mal ein kurzer Besuch in der Holding. Ja, tschüss, Leonhard. Orchideen? Ja? Ist was nicht in Ordnung damit? Das Wappen der Prinzessin zeigt eine Lilie. Hat man Ihnen das nicht mitgeteilt? Die Auffahrt werden wir natürlich mit Lilien schmücken. Aber für geschlossene Räume duften sie viel zu intensiv. Und deswegen habe ich mich für Orchideen entschieden. Das haben Sie aber schon mit meiner Stieftochter abgesprochen. Nein, noch nicht. Aber ich habe den... Elisabeth? Ach, Carla, ich bin sehr froh, dass du noch da bist. Ich muss dringend mit dir sprechen, und zwar sofort. Ja, was gibt's denn? Lass uns das in der Bibliothek klären, bitte. Na super. Was gibt's denn? Oh, schlecht gelaunt? Ich dachte, was bedeutet dir so viel, in diesem traditionsreichen Sessel zu sitzen? Verschwinde, Tanja. Macht dich die Vorstellung nicht mehr an, weil du weißt, dass der Sessel jetzt Carla gehört? Schön, dann mach's wenigstens kurz. Was willst du? Nichts als einen ausgeglichenen Ehemann. Wie wär's denn mit ein bisschen Entspannung in der Mittagspause? Wie wär's, wenn du deine Finger von mir nimmst? Tanja, du wirst doch nicht ernsthaft vermuten, nur weil es mit Nathalie vorbei ist, dass ich dir jetzt aus der Hand fresse. Das letzte Mal musste ich dich nicht zwingen. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass wir von jetzt an alles gemeinsam machen, Liebling. Aber du hast drüber nachgedacht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis du es auch einsiehst. Und was können wir gemeinsam besser als ich allein? Sehr gute Frage. Ja. Dann lass mich doch mal darüber nachdenken. Ganz allein. Wenn du die Antwort kennst, du weißt ja, wo du mich findest. In deinen Träumen. Keine weiteren Orchideen, nicht? Bevor ich die Sache hier geklärt habe. Schon wieder Probleme? Also ich finde die Idee mit den Orchideen wirklich wunderschön. Ich fürchte, darauf kommt es hier nicht an. Und wir können sie wieder auswechseln. Was? Nur weil in dem Wappen der Waldensteigs eine einzige Lilie ist? Pass doch erst mal ab. Du hattest sicherlich deine Gründe, warum du dich nicht für Linien entschieden hast. Ja, nur dass sie hier niemanden interessieren. Meine Chefin wartet doch nur auf die nächste Gelegenheit, um mich als unfähig abzustempeln. Und ich blöde Kuh liefere ihr sie auch noch. Mhm.
Offensichtlich kann man hier nie in Ruhe arbeiten. Kommst du mal bitte ins Foyer? Was gibt's denn? Nur 2 Minütchen. Oh, eine Mitarbeiterversammlung? Das sind nur die Kollegen aus der Chefetage und die Abteilungsleiter. Meine Damen und meine Herren, durch einige Führungswechsel an der Spitze unserer Holding gab es in letzter Zeit vereinzelt Missverständnisse, was die Entscheidungsbefugnisse angeht. Die Besitzverhältnisse sind jetzt aber geklärt. Das heißt, über die Mehrheit der Holding verfüge ich. Somit liegt die Leitung der Holding in meinen Händen. Auch wenn mein Bruder Ansgar mich dankenswerterweise von Zeit zu Zeit unterstützt, stelle ich fest, für Entscheidungen, sei es über Personal-, Sach- oder Finanzfragen, ist er nicht weisungsbefugt. Er hat keinerlei Recht, Ihnen irgendwelche Anweisungen zu erteilen. In Zweifelsfällen fragen Sie lieber einmal mehr als zu wenig, um Ärger und Irritation zu vermeiden. Ich hoffe, das haben alle Anwesenden hier verstanden. Das war alles. Sie können wieder an Ihre Arbeit. Das gibt's doch nicht. Ansgar ist so ein Arsch. Hat um sich getreten wie ein beleidigtes Kind. Aber ich bin nun mal kein Spielzeug, das man ihm weggenommen hat. Bei deiner Qualifikation findest du ganz schnell eine neue Stelle. Das ist lieb. Ja, dann mal viel Glück. Danke. So, hat was länger gedauert. Dein Hähnchenbaguette kommt aber auch sofort. Machst du mir noch einen? Ja. Hi. Wegen der Beerdigung gestern. Ich hatte das Gefühl, ich störe da nur nach allem, was war. Danke. Hast keine Sekunde geschlafen, was? Als meine Mutter gestorben ist, wusste ich auch nicht weiter. Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll. Oben werde ich das Gefühl nicht los, dass Jens mich die ganze Zeit belauert. Was ist dir denn passiert? Ach so, bin gestolpert. Dumme Geschichte. Wie wär's, wenn du erstmal zu deinem Vater ziehst? Der freut sich bestimmt. Und ihm auch noch zur Last fallen? Außerdem erinnert mich da alles an meine Mutter. Vielleicht sollte ich einfach eine Weile auf Abstand gehen. Mensch, Lydia, du bist doch stark. Das warst du schon immer, das habe ich von Anfang an nie bewundert. Ich glaube, ganz tief in dir drin weißt du, was richtig für dich ist. Dasselbe hat meine Mutter auch gesagt. Du solltest Ansgar unbedingt im Auge behalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das einfach so auf sich sitzen lässt. Das muss er wohl. Aber du hast natürlich recht. Entschuldigen Sie bitte, aber ich will Ihnen gerne den Grund für meine Eigenmächtigkeit erklären. Die Orchideen? Ich habe mich genau über die Prinzessin informiert. Orchideen sind ihre Lieblingsblumen. Von Lehenduft hingegen bekommt sie Kopfschmerzen, trotz des Familienwappens. Ich bin es gewohnt, selbstständig zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen. Und falls das hier in meiner Funktion als Verwalterin nicht gewünscht ist, bin ich vermutlich die Falsche für diese Stelle. Wer viel arbeitet, der macht hin und wieder auch Fehler. Hätte ich Sie und Elisabeth früher über die Vorlieben der Prinzessin informiert, dann wäre es nicht zu dem Missverständnis gekommen. Heißt das, Sie haben das bereits geklärt? Ja, und dass wir uns einig darüber sind, dass wir mit Ihnen vollauf zufrieden sind. Sie sind die Richtige für die Stelle. Auf so eine motivierte, engagierte Mitarbeiterin können wir einfach nicht verzichten. Du glaubst doch wohl nicht etwa, dass du damit durchkommst, ohne dich vor Carla zu rechtfertigen. Sie leitet die Holding. Die Besitzverhältnisse sind jetzt aber geklärt. Das heißt, über die Mehrheit der Holding verfüge ich. Somit liegt die Leitung der Holding in meinen Händen.
Mörchen. Hallo, Papa. Komm rein. Ich wollte fragen, sag mal, also ich kann für ein paar Tage hier bei euch bleiben? Was für eine Frage. Das hier ist dein Zuhause. Ja, das kann ich verstehen. Natürlich, Natalie. Pass auf dich auf. Tschüss. Konntest Sie nicht überzeugen, weiter für die Holding zu arbeiten? Ganz im Gegenteil. Sie wollte schon von sich aus kündigen. Ansgar ist ihr nur zuvorgekommen. Dein Bruder. Er hat das nicht verkraftet, dass sie ihn verlassen hat. Das macht ihn regelrecht aggressiv. Überrascht dich das? Jedenfalls habe ich ihn erstmal in seine Schranken verwiesen. Also ich bezweifle, dass Ansgar die Bloßstellung vor der gesamten Chefetage einfach so hinnimmt. Normalerweise nicht. Aber solange Tanja Ansgar das Leben zur Hölle macht, ist er beschäftigt und lässt uns in der Holding in Ruhe. Wer hätte das gedacht? Tanja erfüllt mal einen guten Zweck. Wieso hast du mich nicht direkt in dein Hotelzimmer bestellt? Das wäre anonymer gewesen. Kannst du mal an was anderes denken als Sex, Tanja? Ach, ich finde, Sex ist nicht die schlechteste Art, um mit Männern zu kommunizieren. Ihr Körper begreift die Dinge lange, bevor sie in ihrem Kopf ankommen. Keine Sorge, ist angekommen. Du hattest übrigens recht. Es wird Zeit, dass wir wieder am selben Strang ziehen. Und zwar in dieselbe Richtung. War bestimmt nicht einfach für dich, das einzusehen, oder? Meine Schwester verliert langsam die Bodenhaftung. Es wird wirklich Zeit, dass ich Carla und diese vertrocknete Mätresse von meinem Alten vom Schloss schmeiße. Und zwar endgültig. Und gegen uns beide haben die doch keine Chance. Kann ich auf dich zählen, Tanja? Ansgar. Du kennst mich doch.